Guten Morgen, lass uns anfangen mit Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir heute die Gelegenheit haben, dass wir können wieder via Livestream Gottesdienst haben. Und Vater, ich bete, dass du wirst bei uns heute sein, dass du wirst uns segnen und dass du wirst uns alle behüten in dieser Zeit. Und Vater, ich bete für die schon krank sind. Vater, ich bete, dass du wirst die Gesundheit geben. Und Vater, wir danken dir für alles, was du für uns schon getan hast. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Also, wir sind heute Morgen in Matthäus 5. Wir haben angefangen letzte Woche mit den Bergpredigt. Und wir haben letzte Woche die erste von den Seligspreisungen betrachtet. Und das war vom Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und wir haben erklärt, dass die glückselig sind in diesem Fall eigentlich die Leute, die gläubig sind. Denn die haben gesehen, ihr eigener Zustand im Vergleich mit das von Jesus Christus und seine Gerechtigkeit und hat verstanden, dass sie braucht selbst seine Gerechtigkeit und so sind die dann glückselig und das heißt, dass die haben einen Platz im Himmel. Das war dann letzte Woche. Diese Woche, wir fangen an dann mit dem zweiten. Und den zweiten findet man in Vers 4. Und da steht, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Also glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Lass uns nochmals beten. Vater, ich bete, dass als wir betrachten diese Stelle, Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was hier drin steht, dass wir werden verstehen, was Jesus gemeint hat, als hat geredet über die Trauern, die Leiden. Vater, ich bete, dass du wirst für uns auch ein Trost sein in dieser Zeit. Es gibt sehr viele, die leiden mit der Krankheit, die jetzt herumgeht. Vater, ich bete, dass du wirst uns auch trösten in dieser Zeit und uns auch helfen, anderen zu trösten, wenn wir die Gelegenheit haben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Also, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. So, dieser Satz widerspricht die weltliche Philosophie, die in sehr vielen Gemeinden heute gepredigt wird. So, es gibt eine sehr bekannte Frauenprediger, könnte man sagen, die sagt, Gott wünscht sich, dass du glücklich bist. Und das klingt wirklich gut, dass das ist Gottes Wille für uns, dass wir glücklich sind. Aber was würde das wirklich bedeuten, wenn das war wirklich, was Gott, das Höchste, was Gott für uns haben würde? Das würde bedeuten, dass alles, was mich glücklich macht, ist richtig. Und auf der anderen Seite, alles, was mich unglücklich macht, ist falsch. Und offensichtlich, das ist nicht der Fall. Und dann auch Armut, Leid, Versagen, Verlegenheit, Verfolgung oder sonst etwas, was mich unglücklich macht, kann nicht Gottes Wille sein. Wenn Gott wünscht sich, dass ich immer glücklich bin. Also natürlich, wir verstehen, dass in Ewigkeit wir werden fröhlich sein. Und wir sollen auch jetzt fröhlich sein in Jesus Christus. Aber wir sollen nicht unsere Freude zu Götzen machen. Also da wir gehen rum und sagen, dass das am wichtigsten ist, dass ich bin
glücklich oder das ist bin fröhlich. Eine andere Prediger sagt, dass Gott ist an uns meistens verherrlicht, wenn wir in ihm am meisten zufrieden sind. Das klingt auch gut, aber es gibt auch ein Problem dabei. Und das ist, dass Freude in Christus zu finden, ist nicht falsch. Aber Freude an die höchsten Stelle in deinem Leben zu setzen, ist falsch. Es gibt viele andere Sachen in unserer Bibel, die wir finden können, sind also wichtiger. Und wenn wir sagen, dass unser Glücklichsein ist wichtiger als zum Beispiel Heiligkeit, dann wir haben eine falsche Einstellung. So Freude in Christus zu finden ist nicht falsch, aber Freude über alles andere zu erheben ist falsch. 1. Petrus 1, 14 bis 15 steht, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dienstet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also es geht nicht um die Begierden, die wir in unserem Leben gehabt haben, bevor wir zum Glauben gekommen sind, sondern es geht um Heiligkeit, eine Gottesfurcht in unserem Leben. Johannes hat geschrieben in 3. Johannes 1, Vers 4, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und so, wir sehen, dass es ist nicht richtig zu sagen, dass glücklich ist das am wichtigsten, was Gott will für mein Leben. Er will, dass ich wandle in Wahrheit. Und wenn ich das mache, dann werde ich auch glücklich sein. Aber glücklich sein ist eine Folge von einer richtigen Beziehung mit Gott. Es ist nicht die Grundlage der richtigen Beziehung mit Gott. So, welches mögliche Gute dann könnte aus herzreißender Traurigkeit kommen? Als wir lesen dieses Vers, es steht, glückselig die Trauernden. Und wenn ich bin wirklich traurig, welches Gut kann daraus kommen? Das ist eine sehr wichtige Frage in Bezug auf was Gott sagt hier in dieser Stelle. Und so erstens, das erste Gutes, was daraus kommen kann, finden wir in Prediger 7 und Vers 2. Und da wir finden, dass die Lebendigen nehmen es zu Herzen. Es steht besser, man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nehmen es zu Herzen. So, Leben ist kurz. Und wenn wir gehen zu einer Beerdigung oder jemand, eine Bekannte von uns ist gestorben und dann wir überlegen und denken, also ich bin also genauso alt wie der gestorben wurde. Also ich habe einen Onkel, der gestorben war mit 40. Marcia hat einen Bruder, der gestorben wurde mit 38. Beide wurden in der Nacht gestorben. Und wenn ich denke daran, dass das Leben ist kurz. Und ich habe keinen Verspruch auf morgen oder etwas. Also wir wissen nicht, wie lange wir leben werden. Und dann wir überlegen dann, was habe ich in meinem Leben erledigt? Habe ich unerledigte Geschäfte, Sachen, die ich gern tun würde? Gibt es Sachen auf meiner Bucketlist, die ich gerne machen würde? Also ich weiß nicht, ob dieser Begriff ist bekannt hier in Deutschland. Es ist eine Liste von Dingen, die man gern tun würde,
bevor man ein bestimmtes Alter erreicht oder stirbt. Und so man hat diese Liste. Und manchmal reden man über, was die haben auf dieser Liste. Und manche sagen, also die müssten nach Disneyland gehen oder sowas. Und so, wenn man geht zu einer Beerdigung oder eine Trauerfeier, man denkt an solche Sachen. Und so, die Lebendigen nehmen es zu Herzen und sagen, wie viel Zeit habe ich noch, in dem ich Sachen machen können. Und so, wir denken dann auch an die Beziehung, die wir mit den Gestorbenen gehabt haben. Also, wann habe ich die zuletzt Mal gesehen? Was habe ich ihnen gesagt? Also, wenn das Letzte, was wir gesagt haben, war etwas schlecht, dann wir haben ein sehr schlechtes Gewissen. Und so, das ändert uns, indem wir in Zukunft werden denken an die Beziehung, die wir haben mit anderen Leuten, damit das Gleiche nicht passiert, wenn jemand, der näher zu uns gestorben ist. Und so, das bringt uns zu dem zweiten guten Ding, was aus dem Tod oder aus Leiden kommen kann. Und das ist, das Herz wird gebessert. In Prediger 7 und Vers 3, es steht, Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Also man lernt nur wenig von Freude. Man kann eine große Feier haben, sehr viel Freude haben, lustig machen über verschiedene Sachen und man lernt nur wenig von Freude. Wir sind bei Freude total in den Moment vertieft und verpassen das Ganze und das große Ganze. Lachen lenkt ab, aber Trauer fokussiert Herz und Verstand. Und so das Herz wird gebessert durch Trauer. Und dann, es gibt noch eine dritte Gute, das daraus kommt, und das findet man in Prediger 7, Vers 4 und 5. Und das ist, die Weisen werden zugehört. Es steht, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. So, ich bin in meinem Leben sehr oft oder mehrmals, könnte ich sagen, bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier oder in Amerika, wie die das auch machen, ist am Abend oder Tag vor der Beerdigung. Die haben in die Bestätigungsinstitut, die haben dort ein Zimmer, wo das die Familie können kommen, die können noch einmal der Sterbende anschauen. Und die Leute stehen rum und reden. Und in diesen Situationen ist es sehr oft so, dass die älteren Menschen reden über der gestorben ist und Sachen, die gemacht haben in ihr Leben. Und man kann sehr viel lernen dabei, denn die Leute, die haben Weisheit bekommen von denen, der gestorben wurde, geben das auch weiter. Und so es ist eine sehr gute Gelegenheit, etwas zu lernen. Und es ist so sehr oft, dass wenn es solche Trauer gibt, dass die Weisen werden dann zugehört. Und das ist auch eine gute Sache. So dann das nächste Frage, die wir antworten sollen, dann ist, was ist die Trauer, auf die sich unser Herr bezog? Also, welche Trauer meinte er, wenn er sagt, glückselig die Trauernden? Also, ist es eine sehr, sehr leichte Sache oder ist es etwas
besonders, was er hier meint. Und ich würde sagen, das ist eine Trauer, die seiner eigenen Trauer entspricht. Denn Jesus selbst war einer Mann, der viel Trauer erlitten hat, als er hier auf Erde war. Jesaja 53, Vers 3, es steht, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Also er hat selbst viel erlitten, als er hier auf Erde war. Und so die Frage wäre dann, warum trauert Jesus? Und wir werden 3 verschiedene Gründe betrachten heute, warum Jesus traurig war, als er hier auf Erde. Und wir können von alle 3 lernen, wie wir auch traurig sein sollen in gottgewollter Weise. Also erstens, Jesus trauert um die Leidenden. So, wir denken an Martha und Maria, als ihr Bruder Lazarus gestorben wurde. Und Jesus war gekommen und die waren alle traurig. Und Jesus weiß, dass er vorhat, Lazarus aufzuerwecken. Aber wir lesen in Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte, denn er trauert mit den Leidenden. Matthäus 9, Vers 36, es steht, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und so Jesus schaut auf die Menge von Leuten und er sieht, dass sie braucht etwas. Die braucht eine Hirte, aber sie hat keine. Und so war die in die Irrwege gegangen, weil sie hat keine Hirte. Und so er trauert an die. Was sollen wir von das lernen? Römer 12, Vers 15, es steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. So ist es in Ordnung, wenn wir kennen Leute, die haben eine von ihrer Familie verloren, wenn wir gehen und diese trösten und wir weinen selbst, das ist in Ordnung. So, es sollte auch so sein. Wir sollen weinen mit den Weinenden. Jesus trauert auch um den Unglauben der Menschen. Matthäus 23, Vers 37, es steht, dass Jesus gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinest, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Denn die haben an ihn nicht geglaubt. Und so Jesus war traurig, wegen die Unglaube von den Menschen. Und das sollen wir auch sein. Psalm 126, Vers 5 bis 6, es steht, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinen hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Und wir wissen von der Geschichte, die Jesus erzählt hat im Neuen Testament, das Sehen ist ein Bild von der Verkündigung des Wort Gottes. Und so, wenn wir gehen und sehen das Wort Gottes, wir sollen gehen mit Tränen. Jesus war traurig über die Unglaube von Menschen und wir sollen auch so traurig sein. Und dann drittens, Jesus trauert an die Sünde selbst. 2. Korinther 5, Vers 21, es steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und wir wissen, dass als Jesus in
den Garten von Gethsemane war, dass hat gebetet und war sehr ernst dabei. Er war sehr traurig wegen der Sünde der Welt, die er selbst in der Zeit getragen hat. Und dann, als er auf dem Kreuz war, Gott hat seine Rücken gedreht, sodass er schaut jetzt nicht mehr auf Jesus. Und es war dunkel für Stunden lang. Und Jesus hat dann laut geschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war wegen Sünde. Nicht, dass Jesus selbst gesündigt hat, sondern er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und so, das hat ihn sehr traurig gemacht. Unsere Sünde sollte uns auch traurig machen. 2. Korinther 7, Vers 9 bis 10. Es steht, nun freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen hat. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Der Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. So wir sollen betrübt sein. Wenn wir sehen andere Leute, die leiden, wir sollen betrübt sein wegen den Unglaube von anderen Menschen und wir sollen betrübt sein wegen unserer eigenen Sünde. So Jesus hat gesagt, glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. So was ist das Versprechen für diejenigen, die auf göttliche Weise trauern? Und die Antwort ist hier gegeben. Sie werden getröstet werden. Psalm 103 und Vers 13. Wir singen ein Lied, die eine Strophe hat, die kommt von dieses Vers. Es steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wenn wir trauern, er ist dort, uns zu trösten. 2. Korinther 1, 3 bis 4. Da steht, gelobt sei der Gott und Vater unserer Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also in unser eigenen Leben, wenn wir trauern, wir leiden, wir lernen viel davon. Und dann, wenn andere Leute, die wir kennen, sind in ähnlichen Situationen, dann wir können die trösten. Also ich könnte mehrere Beispiele geben von meinem eigenen Leben, wie eine Bekannte von mir hat eine sehr schwierige Situation gehabt, wo die haben viel gelitten und ich könnte zu denen gehen und sagen, dass ähnlich wurde passiert in meinem eigenen Leben. Aber der Herr war bei mir und er hat mir geholfen, durch diese Sache zu kommen. Und so könnte ich dann andere Leute auch trösten. Und dann weiter in Vers 5 bis Vers 7, es steht, denn die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost
und eure Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, dass wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Und wenn ich denke an das Leben, also vom Anfang bis jetzt, also mein ganzes Leben, ich kann denken an Zeiten, als ich ein Kind war, wo ich wurde verletzt oder hat etwas getan, was mich verletzt hat. Und ich habe geweint. Und meine Mutter hat mich abgeholt, hat mich umarmt, hat mich getröstet. Und wenn ich denke an meine Kindheit, die Sachen, die ich am besten erinnere und die am wichtigsten in meiner Erinnerung ist diese Situation, wo meine Mutter oder mein Vater mich getröstet hat. Aber ich könnte dieses Trost nicht erfahren haben, ohne die Verletzung, die davor gekommen waren. Und es war immer so, dass wenn die Leiden waren schlimmer, ich habe mehr Trost bekommen. Und so ist es auch in unseres Leben jetzt als Christen, denn der Herr tröstet uns. Und wenn wir brauchen mehr Trost, weil wir haben mehr Leid, dann wir bekommen auch mehr Trost. Dann Paulus hat auch etwas darüber gesagt in 2. Thessalonicher 2, 16 bis 17. Er sagt, er selbst aber, unser Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, er tröstet unsere Herzen und stärkte euch in jedem guten Wort und Werk. Wenn wir denken an unser Leben allgemein und wir haben gelitten schon in unserem Leben und wir schauen auf die Zukunft und wir wissen schon im Voraus, dass wir werden noch leiden. Also irgendwann, wenn der Herr nicht vorher zurückkommt, ich werde sterben. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass ich werde. Es kann sein, dass ich werde in Schlaf sterben und werde nicht viel leiden davor. Aber das kann ich nicht wissen im Voraus. Es kann sein, dass ich werde für mehrere Jahre wie Tim Brüdko leiden müssen, bevor ich endlich sterben werde. Also ich weiß nicht, wie es sein wird. Aber ich weiß schon im Voraus, dass der Herr hat ein ewiger Trost für mich bereitet. Und dass das Leiden, was ich jetzt erlitte hier auf Erde, ist sehr klein im Vergleich mit dem ewigen Trost, die es dann haben werden. Und so, wenn wir denken an unseren Dienst hier auf Erde als Christen und wir verkündigen das Wort Gottes, manchmal werden wir ausgelacht, manchmal leiden wir wegen unseres Glaubens. Dieses Leid ist sehr klein im Vergleich mit dem ewigen Trost, mit dem wir getröstet werden. 1. Thessalonicher 4 ist eine längere Stelle, wo Paulus auch geredet hat über Trost. Es geht eigentlich um die Auferstehung in dieser Stelle. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13, er sagt, ich will euch aber, Bruder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wie wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird,
wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in den Luft, und so werden wir bei den Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Jetzt, wir sind auf Erden und wir leiden unter verschiedenen Umständen. Und wir wissen, dass es könnte noch schlimmer werden. Also ich bin zurzeit gesund, soweit ich wisse. Und ich hoffe, dass ihr alle jetzt auch gesund sind. Aber wir wissen, dass sehr viele in der jetzigen Zeit sind krank. Wir haben eine gute Botschaft und wir könnten die trösten, indem wir das Wort Gottes verkündigen, damit die könnten auch an dieses ewigen Trost teilnehmen. Und das bringt uns dann zu das letzte Vers für heute Morgen. Und das ist Offenbarung 21 und Vers 4. Es steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So jetzt, wir sind hier auf Erde, wo es gibt Tod und Leid, Geschrei und Schmerz, aber in Ewigkeit, es wird keinen Tod geben, es wird kein Leid geben, es wird kein Geschrei geben und es wird keinen Schmerz geben. Denn wir werden für Ewigkeit mit den Herrn sein. Wie Paulus sagt, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du hast versprochen, dass du wirst bei uns sein und wirst uns trösten. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.